Herzlich willkommen aus Peru, eher gesagt aus Cusco. Ich bin hier auf dem Gelände meines Hotels, das ist ein bisschen oberhalb der Stadt gelegen. Man hat einen ganz tollen Blick auf Cusco und auf die Plaza Cristobal. Da ist gerade so ein bisschen Live-Musik und es wird gegrillt. Das ist halt Sonntagnachmittag, so eine richtig schöne Sommerstimmung. So richtig warm ist es nicht, also in der Sonne schon, aber ich laufe hier mit Pulli rum, weil im Schatten ist doch ein bisschen schattig. Ja, ich bin ein bisschen außer Puste, denn wir sind hier auf 3400 Metern Höhe und ich nutze den Tag heute mal, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren. Schlafe viel, trinke viel, bewege mich wenig und trinke Coca-Tee. Ja, ich glaube, das hilft. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später aus Peru. Kurz nach 6 und so langsam erwacht die Stadt zum Leben. Ich bin hier mal aufgestanden, bin noch ein bisschen zerknautscht, um einen Zeitraffer laufen zu lassen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass heute mal mein Koffer kommt, denn heute geht die geführte Fototour los. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also drückt mir mal die Daumen, dass das klappt mit dem Koffer. Seid ihr wilde Hunde? Ja, ne? The light just changes so fast because you're so close to the equator. So when I'm shooting sunrise or sunset in places like this, I'm always trying to have my locations already figured out by the time it happens because it happens fast.
entspannter Fotowalk am Morgen hier. Ist jetzt ungefähr 7, ist schon ein bisschen was los. Ja, wir machen so ein bisschen Streetfotografie und genießen einfach die Stadt am frühen Morgen. Ist schon ganz schön hier in Cusco. Sacsayhuaman ist die eindrucksvolle Ruinenstadt hier oberhalb von Cusco. Da laufen wir jetzt gerade mal durch und die Sonne knallt so richtig. Und ich war natürlich so schlau und habe meine Sonnencreme im Hotelzimmer gelassen. Zum Glück hat der Max welche mit und hat mir was geliehen. Sonst wäre ich, glaube ich, ich würde morgen so oder so brennen. Aber sehr schön hier oben. Ja, letzter Abend hier in Cusco. Wir sind nochmal zum San Cristobal hochgelaufen und machen hier Sunset-Fotografie, Timelapses und so weiter. Ja, und falls ich es noch nicht erwähnt hatte, die Tour wird geleitet von Brandon Benson, ein kanadischer YouTuber, relativ bekannt in der Szene, würde ich sagen. Ja, ziemlich cool bisher. Und morgen geht's Richtung Machu Picchu. Bis morgen! Erster Stopp hier auf dem Weg zum Sacred Valley, eine Alpaka-Farm. Cool. Gezeigt, wie traditionell gewebt wird. Ist ziemlich cool, auch wenn sich dieses Rudelschießen so ein bisschen falsch anfühlt. Aber wir haben die Erlaubnis eingeholt. Insofern ist es okay. Trotzdem fühlt man sich so ein bisschen merkwürdig hier, einfach die Leute zu fotografieren. Letzter Stop hier im Sacred Valley sind die Ruinen von Ollantaytambo. Muss ich mich ein bisschen ducken. Ja, wir sind hier hochgeklettert. Ist ziemlich cool hier oben. Entschuldigt bitte meine Mütze. Die gab leider nur dieses Touristenmodell hier. Aber die Höhensonne knallt einfach richtig drauf. Daher ist es besser so.
auf geht's nach Aguascalientes. Machu Picchu Town. Número 12, Cristian. Bienvenido, Cristian, por favor. Yeah, I can. Ja, guten Morgen aus Aguascalientes, dem Ort zu Fuße vom Machu Picchu. Wir sind hier auf einem kleinen Walk durch den Ort und hier entlang des ziemlich wilden, coolen Flusses. Ja, und was ich gerade gehört habe, ist, dass die Züge streiken. Das heißt, heute fahren hier keine Züge mehr rein oder raus. Müssen wir zum Glück nicht, aber morgen wird spannend, ob wir hier wegkommen. Aber ich würde mal sagen, besser hier eingeschlossen, als gar nicht hier hinkommen. Ja, es bleibt spannend. Nachher geht's hoch auf den Machu Picchu. Bis gleich. There is no non-scary sign. Ellos van tomando su foto aquí, señor, no vamos a correr ahorita. No se deja pues los boletos, señor, cuando hay paro siempre ocurre eso. Let me to say welcome to Machu Picchu. Well, we are here, final, we are here inside. Ja, wir haben es geschafft, sind oben im Machu Picchu. Und wir haben echt Glück, es ist ziemlich leer, denn wegen dem Streik heute sind keine Züge gefahren, es sind kaum Touristen nachgekommen. Ja, Brandon sagte schon gerade, so leer hat er das selbst vor 12 Jahren noch nicht erlebt. Also richtig Glück gehabt. Um einen Tag, hätte auch anders ausgehen können. Richtig, richtig heftig hier oben. Klasse. Show Oliver's tripod and get him in trouble on the internet. Stative mögen die hier oben nicht, deswegen muss man hier ein bisschen kreativ werden. Die Guards sind auch schon hier sehr auf Hab-8-Stellung und gucken schon die ganze Zeit, aber bisher haben wir noch keinen Ärger bekommen. Ja, dafür haben wir den ganzen Machu Picchu quasi für uns selber. Richtig klasse. Die beiden haben hier alles unter sich. Zweiter Morgen hier in Machu Picchu. Es ist deutlich voller als gestern und vor allen Dingen ist es richtig stark bewölkt. Das heißt, im Moment sieht man noch gar nichts. Aber die Sonne kommt so ein bisschen und wir hoffen, dass es gleich, es ist so 7:30 jetzt, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hier aufklart. Ja, nochmal eine ganz andere Stimmung hier morgens im Machu Picchu.
nach 8 Stunden Fahrt durchs wunderschöne Altiplano sind wir jetzt hier am Lake Titicaca in Puno in unserem Hotel angekommen. Ja, und jetzt gehen wir noch auf einen kleinen Sunset Walk, genießen die schöne Natur hier. Das liegt wirklich direkt am Seeufer. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Taquile Island auf dem Lake Titicaca, gerade von Puno losgefahren, haben hier ein Boot ganz für uns alleine und genießen diese schöne Morgenluft. Und heute Nachmittag werden wir nochmal zu einer anderen Insel fahren und dort bei Familien übernachten. Das wird sicherlich immer spannend, ohne fließendes Wasser und ohne Strom und so weiter. Wird ein Abenteuer. Bis später. Taquile Island angekommen, mitten auf dem Titicaca-See und die Höhe ist schon wieder ziemlich hart. Ja, jetzt gibt es irgendwie Mittagessen und Tanzvorführung. Bin gespannt. So, wir sind jetzt in unserem Homestay auf Amantani Island. Ziemlich hell hier gerade noch. Ja, ist eigentlich ziemlich cool. Alles unterschiedliche Räume. Die einen mit Bad, die anderen ohne. Aber ja, kann man machen hier bei den peruanischen Familien. Sunset Walk auf der Isla Amantani. Unser Homestay ist doch deutlich komfortabler als gedacht. Nachher gibt es kommunales Abendessen. Das wird sicher auch nochmal ein Erlebnis werden. Wir schauen mal, ob wir jetzt noch ein Motiv für den Sonnenuntergang finden. In 20 Minuten ist die Sonne hier über dem See verschwunden. Ja, guten Morgen aus Amantani Island. Nach einer sehr, sehr kalten Nacht geht es heute auf die nächste Insel, beziehungsweise schwimmende Inseln, auf die Uros-Inseln. Die sind aus Schilf gebaut. Das wird sicherlich auch nochmal sehr spannend. Und ja, also hier bei dem Homestay war das eigentlich ganz schön. Wir haben gestern alle in einer anderen Familie noch zusammen zu Abend gegessen und jetzt gleich gibt's Frühstück. Ja, und dann geht's auf die Uros Islands und zurück aufs Festland. Bis später. Alles aus Schilf gebaut, also keine wirklichen Inseln, sondern alles
Floats, also Floße sozusagen, schwimmt hier. Sehr eindrucksvoll. Solarzelle neben jeder Hütte. Das sollte man mal in Deutschland den Leuten erzählen. Knapp 5000 Meter Höhe hier an unserem Sunset-Spot. Eisekalt und kaum waren wir hier oben, ging im Hintergrund noch ein Vulkan hoch. Wie viel Glück kann man haben? Jetzt ab zum Hotel. Wow. Ja, schönen guten Morgen hier aus dem Colca Canyon. Wir sind hier in einer richtig schönen Country Lodge untergebracht und gleich geht es zu den Kondoren. Und bevor wir da hinfahren, habe ich hier nochmal einen kleinen Zeitraffer eingestellt, denn von unserer Lodge aus sieht man einen Vulkan, der ein bisschen Rauch spuckt. Wir haben hier sogar in der Lodge ein Hauslama. Ne, Alpaka. Ein Alpaka ist es. Ja, und das habe ich gestern, als ich mein Zimmer bezogen habe, direkt vor meinem Zimmerfenster gesehen. Zu nah rangehen sollte man nicht. Der Kollege spuckt nämlich. Hat schon gerade einen unserer Teilnehmer angespuckt. Fieses Alpaka. Ja, schönen guten Morgen vom Mirador Cruz del Condor. Wie der Name schon sagt, soll man hier Kondore sehen. Wir haben gerade schon einen gesehen. Ziemlich eindrucksvoll. Bis zu 2-3 Meter Spannweite haben die. Ja, und wir sind hier ein bisschen unterhalb des normalen Viewpoints. Haben den Aussichtspunkt ganz für uns alleine und ja, sind gespannt auf die Kondore, die jetzt gleich hier hoffentlich alle kommen werden. Ja, ein bisschen unterhalb der Lodge haben wir hier einen Spot für den Sonnenuntergang gefunden. Mit dem Blick auf den rauchenden Vulkan. Ja, vielleicht machen wir nachher noch Astrofotografie, mal gucken.
Sieht ziemlich nach klarem Himmel aus, insofern wird das passen. Ja, und morgen geht's dann nach Arequipa. Typisches Gehupe hier. Ja, schönen guten Morgen aus Arequipa, die weiße Stadt oder Stadt des ewigen Frühlings. Entsprechend gutes Wetter haben wir hier auch. Es ist sehr angenehm warm. Nicht heiß, aber angenehm. Ja, und ist der letzte Teil der Tour mit Brandon Benson. Morgen geht es für mich weiter nach Cusco oder zurück nach Cusco, für die anderen nach Hause. Ja, wir erkunden so ein bisschen die Stadt jetzt und werden gleich das berühmte Kloster Santa Catalina uns angucken. Santa Catalina Monastery. Sehr, sehr schön gelegen hier oberhalb von Arequipa. So ein bisschen erhöht hier der Punkt. Und ja, hinter uns kann man den El Misti sehen. Und generell der Blick hier einfach über die Stadt und die Vulkane im Hintergrund. Richtig, richtig klasse. Gab gerade ein paar kleine Zusammenstöße mit dem Franzosen. Brandon macht hier irgendwelchen Spaß im Hintergrund. What are you doing, Brandon? What? What are you doing? I was just trying to bother you. Okay. Yeah, I don't speak any German though, sorry. No? Sorry, Not at all? German YouTube. Okay. I can only say sprechen Sie Deutsch. Ja. And ein Glas Rotwein. And ich muss pissen. Kleine Demonstration hier in Arequipa an Christi Himmelfahrt. Agua ist wieder, wird immer wieder gerufen. Also vermutlich gegen Privatisierung von Trinkwasser. So, letzter Abend hier in Arequipa und letzter Tag vom Trip mit Brandon Benson. Wir haben hier einen richtig coolen Sunset-Spot oberhalb der Plaza gefunden und ja, ich mache mal einen Timelapse gerade und wir genießen einfach diese richtig schöne Abendstimmung. No, I'm stealing the shot. I'm stealing it from Ike. This is why I run workshops, because I let people find the photo and then I take it. And then I take all the credit. I appreciate everything that is happening. So, ich bin zurück in Cusco, zurück im Palacio Manco Cápac Hotel und habe nochmal ein besseres Zimmer gekriegt als letztes Mal, also hier in dem Gartentrakt nenne ich das mal, mit Blick auf Cusco. Also es ist ein fantastisch gelegenes Hotel einfach und super nettes Personal. Ich war um 9:15 morgens hier oben und habe 10 Minuten auf mein Zimmer gewartet, also besser geht's nicht. Ja, morgen geht's für 2 Tage zum Salcantay-Gebirge, wenn man das so nennen kann.
Dort bin ich in der Lodge und dann komme ich hier nochmal wieder hin zurück. Ja, herzlich willkommen aus den Salcantay Mountains in Peru. Ich bin in meiner Lodge angekommen nach gut 3 Stunden Wanderung. Wie man hört, bin ich auch ein bisschen angeschlagen. Die Wanderung ist eigentlich nur die Wanderung zum Warmmachen, aber hat mich schon richtig fertig gemacht, hier bei der Höhe. Ja, hier in einer richtig schönen Mountain Lodge. Das Beste an dieser Lodge ist eigentlich der Blick. Gehen wir mal raus auf den Balkon. Für uns geht es jetzt hier auf den ersten Hike hoch zum Lago Huamantay. Ja, das wird eine ziemlich steile Angelegenheit. Da hinten geht's hoch. Ich hoffe, ich packe das. Also Chapeau vor den Leuten, die hier 9 Tage oder 8 Tage die komplette Wanderung bis Machu Picchu machen. Das wäre nichts für mich, glaube ich. Ja, ich bin gespannt auf den See und ob ich es hochschaffe. Da würde ich sagen, bis hoffentlich gleich oben. Ja, ich hätte selber nicht mehr gedacht, aber ich habe es nach oben geschafft. 430 Höhenmeter hier auf 4000 Metern Höhe. Das ist richtig heftig, dagegen war Preikestolen ein Witz. Ja, aber wunderschön hier der Blick und der See. Ja, jetzt sind die Massen da unten. Gut, dass wir hier oben sind. Haben wir unsere Ruhe. Ja, für mich war es jetzt mit meinem Mini-Abenteuer in den Salcantay-Bergen. Jetzt gerade, wo es anfängt zu regnen, geht es für mich zurück nach Cusco. Und da wartet übermorgen noch ein weiteres, letztes Highlight für mich. Bis später aus Peru. Ja, zum Abschluss habe ich hier noch eine private Tour zum Palcoyo Mountain gemacht. Das ist einer von 2 Rainbow Mountains, nicht der bekanntere, aber der etwas leichter erreichbare, denn hier bei knapp 5000 Meter Höhe fällt es schon ganz schön schwer zu atmen und zu wandern. Und es ist mit 0 Grad auch richtig kalt. Und es ist einfach fantastisch, diese Ausblicke auf diese verfärbten Täler hinter mir. 5000 Meter, 6000 Meter hohe Berge, schneebedeckt. Gigantisch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir sind ganz allein hier oben. Das war's von meiner Seite aus Peru. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Das hilft auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!